Das Problem heutzutage, gerade im Werkzeugbereich, ist, man sieht so viel im Internet, YouTube, Amazon, Instagram, und man würde natürlich am liebsten alles mal in der Hand nehmen, sich alles mal erklären lassen, und sowas ist wirklich nur auf einer Messe möglich. Ich war die Woche auf der Eisenwarenmesse und man sieht an diesen Videoausschnitten, ich habe wirklich viel Spaß gehabt, ich habe viel Kurioses gesehen, viel Interessantes gesehen, habe euch auch das ein oder andere kleine Video dazu mitgebracht. Ich muss aber am Ende des Tages mein Fazit ziehen: Für 99% von euch wäre diese Messe definitiv nichts, und auch das möchte ich euch in diesem Video zeigen. So, ich bin heute auf der Eisenwarenmesse. Es gibt keine andere Messe in Deutschland, wo man sich so viele verschiedene Werkzeuge angucken kann. Und ich bin gerade auf dem Weg zu Evolution. Evolution ist der bekannte Sägenhersteller aus England und die haben hier auch einen Stand. Und ich habe selber einige Evolution-Sägen. Hier kann man sich aber wirklich mal alle angucken, kann sich alle mal vorführen lassen. Und das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit. Und hier haben wir schon den Stand von Evolution. I'm stay here today with Nick von Evolution Power Tools. Nick, I have some question. I hope you can give me good answers. Hopefully, yes, thank you. Und natürlich kann nicht jeder von uns perfekt Englisch. Auf der anderen Seite sind wir ein deutscher YouTube-Kanal. Darum habe ich den Nick Brown, das ist übrigens der Vertriebsleiter von Evolution, ganz einfach auf Deutsch übersetzt. Und als erstes habe ich ihn ganz einfach mal gefragt von wegen, wie ist Evolution eigentlich entstanden? Wir wurden vor 36 Jahren als Unternehmen gegründet. Wir sind Spezialisten für das Schneiden verschiedener Materialien und geben Heimwerkern und industriellen Anwendern gleichermaßen Fachwissen und Vertrauen. Hört sich alles immer gut an, aber wir gucken uns erstmal an, was Evolution für mich seit Jahren so interessant macht. Und da ist auch schon eine richtig geniale Neuheit mit dabei. Das ist eine Evolution Akkusäge und die hat das typische Evolution Sägeblatt drin. Das benutze ich schon seit Jahren. Die hat eine schöne neue Funktion. Jetzt drücke ich hier rüber und dann habe ich hier so ein Schattenband. Dann sehe ich genau schon vorher, wo ich schneide. Und mit der Säge haben wir eben hier mal ein bisschen geschnitten und das ist halt immer interessant von dem Sägeblatt. Erst hat der Kollege mir hier Holz vorgeschnitten, dann Holz mit Nägeln und am Ende Stahl. Alles mit einem Sägeblatt, alles mit der gleichen Säge. Und das ist halt das Geniale an diesen Evolution Sägeblättern. Und darum bin ich da auch seit Jahren ein Riesenfan von. Wir haben eine Reihe neuer Produkte, die 2026 auf den Markt kommen. Das Aushängeschild ist unsere neue blaue Serie. Wir haben ein tolles Industriesortiment, einschließlich einiger kabelloser Produkte. Wir bringen auch einen Mini-Trennschleifer auf den Markt, der in der Elektrowerkzeugbranche revolutionär ist. Mir hat es wirklich dieses Shadowlight angetan. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller sowas auch schon im Programm haben. Aktuell gibt es das bei Evolution in Europa noch nicht, soll aber kommen. Dann werde ich das natürlich auch mit euch zusammen ausprobieren. Also eine schöne Funktion. Am besten wäre so für alle Sägen als Upgrade. Das sind die neuen Akkugeräte. Die machen also wirklich auch einen sehr schönen Eindruck. Mir gefallen die Evolution-Produkte immer, weil die wirklich grundsolide sind, nicht viel Spielereien haben und die funktionieren einfach. Und besonders die Sägeblätter, die sind wirklich auf einem ganz, ganz tollen Niveau. Selber sägen durfte ich hier natürlich nicht, aber es gab einen jungen Mann in einem Vorführraum, der hat da die verschiedensten Produkte vorgestellt, hat hier immer wieder gesägt. Und was der gemacht hat, das ist im Prinzip auch wirklich sehr, sehr interessant. Das Geniale ist, das habe ich zu Hause auch noch nie ausprobiert, er sägt hier. Und im nächsten Moment nimmt er das immer gleich wieder in der Hand. So kalt ist das geblieben. Und so viel auch zum Thema, ob man hier beim Sägen kühlen muss. Mit einem schönen neuen Sägeblatt braucht man nicht kühlen. Da kann man hier wirklich schneiden. Man hat ein richtig schönes Schnittergebnis. Und das Werkstück ist wirklich kühl geblieben. Die Frage ist natürlich immer, wo die Sägen und die Sägeblätter herkommen. Gerade bei den Sägeblättern behaupten viele ja immer, die kommen aus Japan. Das stimmt. Unsere Wolfram-Carbid bestückten Sägeblätter werden speziell in Sheffield, unserem Hauptsitz in Großbritannien, entworfen. Aber sie werden in Japan und China produziert und hergestellt. Wir haben ein spezielles Sortiment an Maschinen, die aufgrund unserer Technologie zu unseren Sägeblättern passen. Nick, thank you. Thank you very much. Answer me the question. Cheers. And I hope we see more good source from Evolution. Keep using Evolution. So, ich sage vielen Dank an Evolution, dass die mich so nett aufgenommen haben. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber wir müssen natürlich weiter. An so einer Eisenwarenmesse gibt es noch viel mehr zu sehen.
Was natürlich immer spektakulär ist und für Aufmerksamkeit sorgt, sind Maschinen mit größeren Durchmessern, die irgendwas ein bisschen besser, spektakulärer können. Das ist hier zum Beispiel das Gewindeschneiden mit dem Schlagschrauber. Das ist M20er Gewinde. Das ist hier nicht irgendwo schneller geschnitten oder irgendwas. Er geht da einmal ganz flockig durch und dann hat er da ein M20er Gewinde in einer richtig guten Qualität geschnitten. Schweißtechnik findet man hier eher wenig, eher so ein bisschen als Nische nebenbei. Hier ist zum Beispiel ein Hersteller, der hat dann Geräte von wegen, die sind dann halt auch genau, das ist das ME 130 Mini, das ist das MEW 160, glaube ich, und das ist ein MEW 200. Also das sind Geräte, alte Bekannte, nur in einem anderen Design. Sehen aber auch in Grau nicht schlecht aus. Und dann sieht man auch immer viel Kurioses. Der Typ hier kommt zum Beispiel aus den USA und vermarktet hier seine Pinsel, hat ganz nebenbei bei Instagram, ich glaube, Reels mit 20, 30 Millionen Aufrufen. Und das zeigt er uns jetzt. Hello, my name is Greg with Freeform, and this is the Freeform 360. As you can see, it's grip-free. I don't have to grip it. As I paint, it actually locks into my hand and feels good. And I can rotate it with just 2 fingers. It has interchangeable cartridges that snap in and out, and also a roller attachment. I can roll perfectly. This is the Freeform 360 paint pail, and as you can see, it always stays upright. Ansonsten sieht man hier alles an Firmen, was man irgendwo kennt und auch was man nicht kennt. Auch viele Firmen, die man gar nicht erwarten würde. Hier ist zum Beispiel ein Riesenstand von Scheppach. Die bauen da immer richtig auf. Verschiedene Schleifmittelhersteller und. Ist aber alles nicht so spannend. Einer meiner persönlichen Favoriten, den zeige ich euch jetzt. So, jetzt bin ich hier bei Optimum und der Oliver zeigt uns mal, wie man eine anständige Fließbohrung herstellt. Genau, das tue ich sehr gerne. Es ist also ein Verfahren zur Herstellung von Gewindebuchsen. Man nutzt das Fließbohren dazu, um aus dem Material selbst einen Durchzug zu erzeugen mit einem thermischen Verfahren, um dann im zweiten Schritt ein Gewinde einzubringen. Und damit spart man die Nietmutter oder die Schweißmutter, die man traditionell halt einsetzt, wenn man in dünnwandiges Material etwas festschrauben will. Dann reicht ja die Wandstärke nicht aus, meist nur ein Gewindegang, der eingebracht werden kann. Dann nutzt man halt traditionell die Nietmuttern. Oder man macht es hier aus dem Material selbst. Habe ich schon oft im Internet gesehen, aber noch nie live irgendwo. Das finde ich toll. Dann zeig mal bitte. Genau. Jetzt. Also es ist ein sehr einfaches Prinzip, wird eingesetzt auf einer Säulenbohrmaschine, in dem Fall hier von Firma Optimum. Die haben ein sehr gutes Leistungsspektrum von der Drehzahl und von der Motorleistung her. Das ist ein Hartmetallwerkzeug. Sieht aus wie so eine Kugelschreiberspitze und wird sozusagen auf das Material aufgesetzt. Und unmittelbar, das sehen wir gleich, nachdem es aufgesetzt hat, wird das Material weich und verformbar und wird nach unten sozusagen weggedrückt. Ein Teil fließt aber auch nach oben und bildet hier diesen O-ringförmigen Wulst. Und es geht in Sekunden schneller. Die Hitze entsteht quasi unmittelbar nach dem Aufsetzen des Bohrers. Und das ist einfach nur Reibungshitze, also keine Induktion oder sonst irgendwie. Einfach Physik, Drehzahl und Anpressdruck erzeugt Reibung. Genau. Also jetzt setze ich den Bohrer auf und wie gesagt, unmittelbar nach dem Aufsetzen. Was? So, und fertig ist das perfekte Gewinde und du hast sogar einen Leergedorn da. Genau. Und damit kann man quasi die Leerhaltigkeit des Gewindes checken. Super. Vielen Dank. Sehr gerne. Fließbohrung ist auch wirklich ein extrem spannendes Thema. Der Olli, der ist nicht bei Optimum, der ist selbstständig und ist Experte für Fließbohrungen und Materialien dafür. Und der hat mir versprochen, er meldet sich. Und dann machen wir mal ein ganzes Video nur zum Thema Fließbohrung, wo er uns wirklich mal alles im Detail mit den verschiedensten Werkstoffen und Möglichkeiten zeigen kann. So, das ist eine Optimum-Bohrmaschine und normal überlege ich mir bei einer Bohrmaschine ja immer, mit welcher Drehzahl bohre ich was, mit welcher Drehzahl schneide ich ein Gewinde und das braucht man bei euch jetzt nicht mehr. Nee, genau. Man kann es hier mal gucken, wir können hier auswählen. Also ich habe jetzt hier Bohren angewählt, jetzt fragt er mich als erstes, welches Material will ich bearbeiten, Stahl oder wir haben die Möglichkeit Aluminium oder Kunststoffe zu machen. Dementsprechend wandert schon mal hier meine Drehzahl. Nachdem ich das bestätigt habe, wandert jetzt hier dies rüber zur Bohrergröße. Und über die Größe kann ich jetzt vordefinieren, welchen Bohrer, in dem Fall jetzt 8 mm, und dann wird er bei Stahl 900 Umdrehungen machen. Und wenn ich jetzt hier starte, dann läuft sie mit den 900 Umdrehungen los.
Wenn ich jetzt aber feststelle, es würde nicht passen, kann ich immer noch per Hand jederzeit die Drehzahl nachregeln. So, ich gucke mal, ob ich das verstanden habe. Das heißt, hier oben auswählen, Bohrer oder Gewindebohrer. Und dann kann ich hier den Werkstoff auswählen. Das ist für die Tiefe. Alles für die Tiefe, der okay. Knopf ist für die Tiefe. Habe ich den falschen Knopf gewählt? Also hier Genau, das kann ist man hier Material. den Werkstoff auswählen. Jetzt bin Genau, ich beim dann Gewindebohren. einmal draufdrücken Einmal draufdrücken. und jetzt kann ich die Größe auswählen. Jetzt kann ich die Größe auswählen, also immer das, was blinkt. Genau. Und dann Wieder könnte drücken. Ja. Und dann ist es praktisch bereit. Ist eingestellt, könnte ich Gewinde bohren. Jetzt muss ich Start drücken und jetzt Und dann wartet sie geht praktisch, los. dass es losgeht. Hier habe ich die Tiefe und Genau. bei der Tiefe schaltet er automatisch um. Genau. Also brauche ich eigentlich nicht mal eine Gewindekluppe, wenn ich hier mit Gewinde bohren möchte. Er läuft da an, Jetzt haben wir an, so läuft an und jetzt dann komme ich zu den 27, da haben wir bist du bei der richtigen Tiefe und jetzt dreht er andersrum. Genau. Ja, sehr, sehr interessant. So, wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk für mich sucht, dann würde ich die hier nehmen. Das ist mal so ein absolutes Träumchen. Wenn ich ein bisschen mehr Platz in der Werkstatt hätte, würde ich mir sowas anschaffen. Eine richtig schöne, kleine, schnucklige Drehbank. Und das sieht auch wirklich alles toll verarbeitet aus. Da fühlt sich alles wertig an oder sowas. Und sowas ist natürlich immer interessant. Dafür geht man an solche Messen, dass man sich solche Produkte wirklich mal vorführen lässt, dass man sich sowas wirklich mal im Detail anguckt. Das macht einfach Spaß. Das ist wirklich einfach interessant. Also Optimum macht wirklich einen tollen Eindruck und das sich mal so live anzugucken und sich das alles zeigen und erklären zu lassen, ist wirklich toll. Optimum gehört übrigens zu Stürmer Maschinenbau, zu denen gehört auch Schweißkraft, zu denen gehört auch Kraftwelt, zu denen gehört Holzkraft und noch verschiedene andere Firmen. Die kommen alle aus Bamberg, aus dem wunderschönen Bamberg. Die haben mich eingeladen und bei Gelegenheit möchte ich da auch gerne mal vorbeifahren, möchte mir das da alles mal angucken, mal ein schönes Video machen, weil gerade so Optimum oder so, da sind schon viele Sachen dabei, die gefallen mir richtig gut. Und vor allen Dingen ist die Palette auch sehr breit aufgestellt. Die fangen so an bei der gehobenen Heimwerkerqualität und gehen dann bis hoch in den absolut professionellen Bereich. Ich bin gerade bei der netten jungen Dame hier und die verkauft hier Waffen. Das ist eine ähnlich wie eine Nerf und damit kann man Salz schießen. Und das ist gegen Fliegen, gegen Moskitos oder so. Also man findet so irre Sachen auf so einer Messe. Das probieren wir natürlich gleich mal aus. Was natürlich auch immer extrem interessant ist, ist Viking Arm. Die Dinger haben sich auch so weiterentwickelt. Das ist so der standardmäßige Viking Arm. Mittlerweile gibt es da die verschiedensten Adapter. Es gibt Verlängerungen und hier an so einer Messe, da sieht man nämlich natürlich immer noch ganz exklusive Dinger. Das ist jetzt zum Beispiel ein Viking Arm. Da muss sich der Benutzer nicht mehr runterbücken. Da kann man das alles im Stehen machen. Der hat hier dann gleich so einen runden Adapter und dann gibt es gleich hier den passenden Halter für Glas. So ein Vakuumpad kann man an so einer Scheibe anbringen und dann kann man das ganz gemütlich im Stehen hier ranbringen. Und dann kann man die Scheibe ausrichten, positionieren, wie man das gerne haben möchte. Also das ist schon genial, wenn man sowas auf so einer Messe sieht. Ich will hier nichts runterschmeißen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Viking Arm. Der hat hier einen speziellen Adapter und dann kann man den hier so seitlich anbringen. Und dann kann man hier auch Druck aufüben. Also gibt es schon interessante Entwicklungen. Und einen zeige ich euch noch. Das ist hier so ein Extension Viking Arm. Das heißt, mittlerweile gibt es auch Verlängerungen. Und hier haben sie es mal völlig übertrieben. Und dann kann man hier komplett das verlängern und dann kann man komplett auf diese Länge spannen. Viking Arm ist schon genial. Und sowas zu sehen hier an so einer Messe ist natürlich immer extrem interessant. Und wer diesen Hammer hier, der muss so 40, 45 Kilo wiegen, 90 Sekunden hochheben kann mit beiden Armen, der kriegt sogar einen Viking Arm geschenkt. Und bevor die Frage kommt, nein, ich habe es nicht geschafft. Ich habe am Anfang das so ein bisschen blöde genommen, habe eigentlich gedacht, ich kann das noch durchhalten, problemlos, wollte dann einmal so leicht mit der oberen Hand umgreifen und dabei ist er mir so leicht runtergeditscht. Und da ich ihn nicht so hoch drüber gehalten habe, es ist ja extra auch so von der Höhe, da ist es mir runtergeditscht und dann war Feierabend. Ein zweites Mal darf man leider nicht. Während ich da war, waren ungefähr 10 Leute da, die das probiert haben und einer, das war wirklich so ein Älter, der sah aus wie so ein Rocker oder sowas, der hat das problemlos geschafft und hat noch 20 Sekunden länger das weitergemacht, so von wegen. Bei mir jetzt, seht ihr gleich, ich will hier einmal umgreifen, weil oben bin ich nicht richtig ideal und da ist er so leicht weggerutscht, das hat gereicht von wegen, ne, dass es Feierabend war. Alles gut, man kann nicht immer gewinnen.
Hört sich ja alles gut an, aber warum würde ich euch trotzdem niemals empfehlen, auf die Eisenwarenmesse zu gehen? Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist eine B2B-Messe. Hier treffen sich Hersteller mit ihren Wiederverkäufern, handeln aus, ob sie irgendwas 10 Cent günstiger kriegen und zeigen denen natürlich ihre Neuheiten und. Das ist ganz einfach Sinn und Zweck dieser Messe und nicht, dass Endanwender hierher kommen und sich irgendwas angucken. Das ist so Punkt 1. Punkt 2 ist das ganze schweineteuer geworden. Ich hatte ein Creator-Ticket, ich musste es nicht bezahlen. Ansonsten ist man hier wirklich 60, 70, 80 Euro los für so ein Ticket. Wenn man ins Parkhaus fährt wie ich, an dem Morgen war da auch sonst nichts frei, habe ich schnell mal für das Parkhaus 20 Euro bezahlt. Ich habe mittags eine Kleinigkeit gegessen, Kaffee getrunken für 6, 7 Euro. Also das ist alles extrem teuer. Dafür lohnt es sich einfach nicht.